Hi Technikfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Thorsten und in diesem Video wollen wir einmal ein 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk in so einen alten Desktop-Rechner hier einbauen und nach einem kurzen Intro geht schon los. Als erstes müssen wir den Rechner natürlich mal ausschrauben. Ich lege mal das Laufwerk erstmal beiseite. Der Rechner hat hinten 3 Schrauben. Die werden wir jetzt mal lösen. Und nachdem wir die Schrauben entfernt haben, können wir nun das Gehäuse so nach vorne ziehen, wie das damals bei diesen Desktop-Gehäusen üblich war, und dann einfach den Deckel abnehmen. Hier sehen wir nun die verschiedenen Anschlusskabel. Zum einen die an die Festplatte gehen, an das bereits vorhandene 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Hier unten haben wir den freien Schacht und da finden wir auch noch versteckt ein zusätzliches Anschlusskabel für das 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk. Und in diesem Stecker hier ist ein kleiner Steg, der verhindert, dass man das Kabel falsch herum an das Laufwerk anschließt. Wenn wir hier mal an das Laufwerk gucken, da haben wir hier auch eine kleine Aussparung und die verhindert, dass man das Kabel, wenn ich es jetzt mal absichtlich falsch herum anschließen wollte, würde das einen Widerstand geben und so richtig herum kann man das Laufwerk dann anschließen. Wir wollen nun das Laufwerk hier in diesen freien Schacht einbauen. Dann gucken wir mal, ob es reinpasst. Ja, reinpasst es, aber irgendwas kann ja hier nicht stimmen. Warum schlabbert es so rum? Der Grund ist, dass bei diesen alten Gehäusen die größeren Laufwerke hier mit entsprechenden Schienen versehen werden mussten. Und die haben dann die entsprechende Führung hier im Gehäuse, falls man das in dem Schacht sieht. Und da lang geführt, mit dem richtigen Abstand, passt das Diskettenlaufwerk dann perfekt. In meinem Fall hatte ich jetzt leider diese Schiene nicht zur Hand und habe sie mir am Rechner selbst modelliert. Ich habe die Datei auf Thingiverse hochgeladen, verlinke euch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch es runterladen und ausdrucken, falls ihr einen 3D-Drucker habt. Falls nicht, müsst ihr mal gucken auf eBay oder so, ob ihr solche Schienen dann bekommt, wenn ihr auch so ein Laufwerk einbauen wollt. Und diese Schiene, die montieren wir jetzt mal seitlich hier an das Diskettenlaufwerk und dann schauen wir mal, ob das Laufwerk besser reinpasst. Ich habe nun die Schienen seitlich an das Diskettenlaufwerk angebracht. Wichtig ist, dass dieses dünne, kurze Stück, was sich hinten dann entsprechend in die Aussparung im Gehäuse reinschiebt, nach hinten von dem Diskettenlaufwerk zeigt, also da, wo die Anschlusskabel auch hinkommen. Das natürlich auf beiden Seiten. Und jetzt schauen wir mal, ob das Laufwerk besser als vorher reinpasst. Dazu müssen wir natürlich genau die Mitte abpassen und gucken, dass die Schienen sich in die entsprechende Aussparung reinschieben, was jetzt so ad hoc nicht so einfach ist und in meinem Fall ein bisschen Kraft bedarf, da ich die Schienen doch etwas zu dick ausgedruckt habe anscheinend. Sollte es bei euch auch der Fall sein, könnt ihr vorher in einem Slicer oder nachträglich, wenn ihr nochmal einen zweiten Satz ausdruckt, die Schienen ein bisschen dünner ausdrücken. Anscheinend sind die mir hier ein bisschen zu dick geraten, aber dadurch passt das Laufwerk auch gut und rutscht nicht im Schacht herum, da meine Schienen leider auch hier keinen Anschlag haben, der normalerweise vorhanden wäre bei diesen Metallschienen, wo man seitlich da nochmal an dem Gehäuse das arretieren kann, damit es nicht weiter nach hinten reinrutscht oder nach vorne wieder rauskommt. Aber in unserem Fall wird das Gehäuse durch die Blende und dadurch, dass es gegen das Laufwerk drückt, dann dafür sorgen, dass das Diskettenlaufwerk gar nicht nach vorne kann und nach hinten ist es auch eigentlich jetzt schon am Ende angekommen und kann gar nicht weiter hinten rein.
Und jetzt schließen wir nochmal die Kabel an und dann machen wir einen kurzen Funktionscheck, bevor wir das ganze Gehäuse zuschrauben und dann schauen wir weiter. Die Kabel anzuschließen ist in diesem Fall nicht so ganz so einfach, weil man nicht mehr viel Platz hat, wenn das Laufwerk erstmal reingeschoben ist. Man kann alternativ natürlich versuchen, auch vorher schon die Kabel anzuschließen, wenn das Laufwerk erst auf halbem Wege in dem Schacht ist. In meinem Fall versuche ich es jetzt aber mal so, was natürlich ein bisschen in Gefriemel ausartet. Den Stecker für fürs Datenkabel haben wir jetzt angeschlossen. Jetzt müssen wir noch den Stromstecker hier unten anschließen. Das ist auch ein bisschen vertrackt, da das ganz unten ist und er hier wirklich nur minimal Platz hat, um zu agieren. Ja, ihr habt es gehört, es hat geklackt. Der Stecker ist drin. In meinem Fall versuche ich dann danach, bevor ich das Gehäuse zumache, hier die Kabel auch noch einigermaßen wieder zu ordnen, dass der Kabelsalat doch einigermaßen vernünftig aussieht und die Luftzirkulation einigermaßen noch in dem Gehäuse gewährleistet ist. Da kann man sich natürlich in Schönheit ergehen, aber ich denke, so ist es ganz okay. Und jetzt schließen wir den Rechner mal an und gucken, ob das Diskettenlaufwerk funktioniert. Der Rechner ist jetzt aufgebaut, aber noch nicht zugeschraubt, weil wir erst gucken wollen, ob das Diskettenlaufwerk funktioniert. Und das müsste nach dem Speichertest dann jetzt gleich passieren. Ungefähr jetzt. Abgesehen von dem Piepen von dem BIOS, was sagt, dass er das Diskettenlaufwerk noch nicht kennt und dass wir das BIOS noch entsprechend anpassen müssen, war das aber eben ein guter Sound. Ihr habt gehört, abwechselnd hat das untere und das obere Diskettenlaufwerk den Test gemacht und die LED-Leuchten sind auch gleich wieder ausgegangen. Wenn eine LED-Leuchte vom Diskettenlaufwerk dauerhaft brennt, wisst ihr, dass das Kabel hinten, das Datenkabel, falsch rum angeschlossen ist. Was zum Glück bei diesen größeren Diskettenlaufwerken wegen einem speziellen Stecker gar nicht geht. Aber wenn ihr mal ein kleines Diskettenlaufwerk hier, dieses 3,5 Zoll anschließt und da das Kabel falsch rum anhabt, seht ihr das gleich, dass die LED dauerhaft leuchtet. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass das Kabel andersrum angeschlossen werden muss. Und jetzt gehen wir mal in Setup und stellen das so ein, dass das Diskettenlaufwerk dann auch unter DOS verwendbar ist. Wir sehen jetzt hier die Fehlermeldung von dem BIOS, die sagt, dass eine Systemeinstellung nicht richtig gesetzt ist und es bietet uns an, mit F10 in das BIOS zu gehen. Das machen wir jetzt mal. Hier schlägt er jetzt den Laufwerksbuchstaben A für das erste Diskettenlaufwerk, was ja vorher schon verbaut war, vor. In dem Fall haben wir ein 1,44 MB Diskettenlaufwerk, 3,5 Zoll. Skript den Laufwerksbuchstaben A. Jetzt schlägt er uns vor, das neue Diskettenlaufwerk 5,25 Zoll mit 1,2 MB als Laufwerk B zu konfigurieren. Wir bestätigen mit Enter und sagen Enable, weil wir möchten es ja aktivieren. Er sagt uns, die folgende Konfiguration wird automatisch geupdatet, Diskettenlaufwerke mit Enter. Und wenn wir jetzt im mittleren Bereich sehen, sehen wir Diskette Drive A 1,44 MB und unten drunter das neue Diskettenlaufwerk Drive B mit 1,2 MB. Wir verlassen das Setup mit Speichern, F3 für Exit und sagen Exit and Save Changes. Jetzt führt er nochmal den Speichertest durch und wird anschließend hoffentlich ohne Fehlermeldungen dann direkt ins DOS durchstarten.
Jetzt kommt nochmal der Ton von den Diskettenlaufwerken. Und jetzt sollten wir direkt ins DOS durchstarten ohne Fehlermeldung. Und wie wir sehen können, hat alles funktioniert. Das Laufwerk wurde akzeptiert vom Rechner und jetzt können wir mal eine Diskette einlegen und gucken, ob auch das Lesen von Diskette funktioniert. Um das Laufwerk zu testen, brauchen wir natürlich eine geeignete Diskette. Hier haben wir eine 5¼ Zoll Diskette, in dem Fall das Spiel Battle 1 von Blue Byte, das wir uns im Nachgang dann auch mal ein bisschen anschauen. Und wir werden jetzt diese Diskette in das Diskettenlaufwerk einlegen. Schiebt man hier vorne rein, dreht den Verriegelungsregel nach unten. Unter DOS sind wir jetzt noch auf dem Laufwerk C, wie man hier oben links sehen kann. Und um auf das Diskettenlaufwerk B zu wechseln, tippen wir einfach ein unter DOS B Doppelpunkt. Damit wechseln wir auf das Laufwerk B. Wir drücken Dir, um den Inhalt der Diskette anzuzeigen. Und wir sehen, es funktioniert. Wir können den Rechner wieder zuschrauben und schauen uns dann das Spiel mal näher an. Hier werden wir gefragt, ob wir für EGA oder VGA installieren wollen. Hier habe ich eine VGA-Grafikkarte drin und deswegen V für VGA. Das Verzeichnis ändere ich in der Regel, weil mir das nicht gefällt, wie es vorgegeben ist. Ich nenne es BI1 für Battle 1 und mit J zum Fortfahren und dann schauen wir mal, ob das Diskettenlaufwerk funktioniert. Während dem Installationsvorgang muss man dann natürlich die Disketten wechseln, weil nicht alle Daten nur auf eine Diskette passen von dem Spiel. Und sobald das Spiel installiert ist, melde ich mich dann zurück. Nach einer ganzen Weile ist das Spiel nun installiert und wir können es mal anstarten. Hier sind wir nun in dem Menü von dem Spiel und wir können unter Options hier oben den Kartennamen ändern. Ich habe mir die Kartencodes für Battle 1 mal hier auf die Diskette, auf die Hülle geschrieben. Ihr findet die einfach, wenn ihr bei Google eingibt Battle 1 Kartennamen oder Codemaps oder ähnliches, findet ihr gleich die entsprechenden Seiten. Und dann nehme ich hier mal die... Komischerweise ist hier eine Multiplayer-Karte voreingestellt und keine Singleplayer-Karte und ich gebe jetzt mal die Singleplayer-Karte ein. Nein, das ist nicht Corona, das ist Conra. Wir sehen hier Player 1 Human, Player 2 Computer. Also eine Singleplayer-Karte und wir starten sie mal. Der Bildschirm hier bei Battle Isle 1, wie bei History Line, was auch von Blue Byte ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist der Gegner, auf der anderen Seite ist man selbst. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Und jetzt schauen wir mal in das Spiel näher rein. Die Einheiten können wir bewegen, indem wir Space-Taste und Pfeiltaste nach oben gleichzeitig drücken. Nach unten kommt die Information für die Einheit, nach links übergeben an den Computergegner für die nächste Runde und nach rechts die Karte. Aber wir wollen die Einheit bewegen, also Space nach oben und die rot markierten Felder zeigen uns dann an, wo wir hinfahren können. Das machen wir mal mit den Einheiten auf dieser Seite, bewegen die alle dahin.
Und auf der anderen Seite gehen wir auch nach unten und machen einen klassischen Zangenangriff. Mit den Demon oder mit diesen Infanterieeinheiten hier können wir gegnerische Gebäude auch übernehmen. Die brauchen wir dann, um unten das Hauptquartier vom Gegner übernehmen zu können. Hier in dem Gebäude gibt es auch noch Panzer, die bewegen wir raus. Wechseln nach links und rechts. Und übergeben jetzt an den Computergegner, der dann wiederum seine Bewegungszüge für seine Einheiten machen wird. Mit F1 bestätigen wir den Moduswechsel. Wir haben jetzt die Möglichkeit anzugreifen. Space und Pfeiltaste nach oben. Wir sehen, der Panzer, den ich ausgewählt habe, kann jetzt nur den angreifen. Klar, es ist keine Artillerie, die jetzt bis hierhin schießen könnte, um auch noch diese Einheiten zu erreichen. Also greifen wir diesen Panzer an. Auf der rechten Seite sehen wir, der Computer hat seine Einheiten gezogen. Das spiegelt sich aber auf unserer Hälfte erst nachdem wir übergeben haben wieder. So ist es in diesem Spiel mit dem geteilten Screen und den wechselnden Modi. Space-Taste nach links wieder und F1. Wir kriegen eine kleine Kampfanimation und können jetzt unsere nächsten Einheiten nach unten bewegen. Der Computergegner auf der anderen Seite ist schon fertig mit seinen Zügen. Ich übergebe. Und jetzt können wir wiederum angreifen. Ich greife mit dem Panzer diesen an und dann erst mit der Infanterie den Panzer. Zuerst mit der stärkeren Einheit den Gegner schwächen und dann, was davon noch übrig ist, mit den schwächeren Einheiten angreifen. Besser so als umgekehrt, weil sonst die schwächeren Einheiten, in dem Fall unsere Bodentruppen hier, mehr geschädigt würden von dem noch stärkeren Panzer. Ich übergebe. Und es sind nur noch 3 von unseren. Also eine Einheit hier auf dem Feld repräsentiert in Wirklichkeit 6 Einheiten im Kampf. Beziehungsweise die Einheitsstärke ist standardmäßig 6, wird aber auf der Karte nur als eine Einheit angezeigt. Wenn wir drauf gehen, dann sehen wir unten, in dem Fall jetzt hier, die Einheit ist noch voll mit 6 Einheiten. Die Bodentruppen hier sind schon reduziert um 2 auf 4 und der Panzer hat auch schon einiges abbekommen und besteht nur noch aus 3 Einheiten. Das muss man natürlich beim Kampf auch berücksichtigen. Wir bewegen jetzt diesen Panzer hier hoch und zwingen diesen Panzer hier unten dann, der wird wahrscheinlich nachrücken und dann können wir in einem Zangenangriff mit beiden Einheiten angreifen. Auf der linken Seite können wir nun ungehindert mit unseren Bodentruppen vorrücken in Richtung feindlichen Hauptquartier. Hier könnte ich zwar ganz vorrücken, aber ich ziehe den Panzer erstmal so weit vor, dass er im Verbund mit den anderen Einheiten gleichzeitig Feindkontakt hat. Hier können wir erstmal nichts weiter machen, wir lassen die Einheiten da, wo sie sind, da wir im Bewegungsmodus sind. Wir wechseln in den Angriffsmodus. Die Angriffe, die der Computergegner in der letzten Runde geplant hatte, wurden nun ausgeführt. Jetzt führen wir unsere Angriffsplanung durch, die, nachdem wir übergeben haben, dann ausgeführt wird. Hier können wir nichts weiter machen, weil wir nicht im Bewegungsmodus sind. Warten wir auf die nächste Runde. Wir kreisen den gegnerischen Panzer ein, verhindern, dass hier aus dem Hauptquartier noch weitere Einheiten rausgezogen werden.
Und jetzt klären wir die Sache ein für alle Mal. Und wir haben alle Einheiten vernichtet. Wir mussten nicht das gegnerische Hauptquartier einnehmen. Und hier haben wir noch eine kleine Statistik, die uns den Verlauf des Spiels anzeigt. Und man sieht, die gelben Einheiten zum Ende hin sind dann alle auf 0 gefallen von der Gesamteinzahl. Und damit haben wir dieses Spiel gewonnen. Ja, das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch ein Like, abonniert den Kanal und wenn ihr kein neues Video verpassen wollt, zusätzlich noch die Glocke aktivieren. Noch ein kleiner Tipp für euch zum Schluss. Wenn ihr auch so ein Diskettenlaufwerk bei eBay oder sonst wo kauft und es holt ihr es nicht direkt ab, sondern es wird versendet, dann achtet doch darauf, dass derjenige einen solchen Transportschutz hier beifügt. Das ist einfach eine Pappkarte anstelle einer Diskette. Durch die Verriegelung nach unten werden die Schreibleseköpfe auf diese Pappkarte gedrückt und können während dem Transport nicht aufeinanderschlagen, dadurch beschädigt werden. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurer Technik und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, euer Thorsten.